Willkommen zurück zu Super Robot Wars Original Generations, den ersten Part. Ja, wir sind in der nächsten Save Mission und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Abzugraden hatte ich eigentlich noch nichts Relevantes. Ich habe bereits upgradet, genau zu sein, Schutzwald, stimmt. Aber sonst noch nichts. Nächste Map. Listen, you're not piloting some toy here. It's a real-life personal trooper, got it? And your training is not a game. Jeez, lay off already, I get it. That look on your face says otherwise. Captain, with all due respect, lecturing you say is a waste of breath. Ray. They say the only cure for stupidity is death, but even that doesn't seem to help any. Hey, what's that supposed to mean? We died 4 times in today's simulations. And for all that failure, we haven't shown an iota of improvement. That's what I mean. Oh, now I get it. Hey, wait a second. Let me give you a warning. If you want to leave the military, you should do it while you can. You'll soon reach a point where there's no turning back, no matter how much you beg and plead. What? I suggest you save everyone the trouble and start packing your bags. It's a nuisance to be constantly subjected to your childish whims in training. Can it? I can't handle it. Stop it, you two. If you have the time to argue, then go write your report on today's training instead. Okay, fine. Jeez. Aya, you ought to be a teacher or something. Your operational performance is currently 35% below our estimates. It's now been 2 weeks since training began, yet your team still cannot operate as a unit. My apologies. We are currently rebuilding our formation based on a proposal from Ray. I'm certain you understand that time is not on our side. I do. I'll have this figured out by the time the R-Series is rolled out. Good. Then we'll conduct live training on Mitsutori Island tomorrow as planned. Understood. I won't let you down, Major. Episode 4. Fear Game. The goal of today's training mission will be to capture the enemy's coastal base. Incidentally, the Gespenst Mk2s assigned to the Far East branch have one bit of additional functionality. Given that Japan is an island nation, they are turned to function underwater in the event of naval combat. However, I suggest you refrain from using energy weapons such as the Mega Beam Rifle while submerged. Water drastically reduces their effectiveness. Make certain you remember that. Well, we've got the M950 machine gun for ranged combat, so we should be fine on that. What about PT knives or for underwater use? Do those exist? We've got a cold metal knife in reserve. Equip it if you feel it necessary. Sweet. I was getting sick of all that training in forests and fields. Time to let loose. You say that as though you have something to show for all the training. Ouch. He's got me there. Huh? What happened? Major, we've received an emergency transmission. From whom? From a T5 with a 3rd Special Aerial Transport Squad. What's the situation? They're being pursued by unknown units 30 clicks southwest of here. Southwest. And over open water. Unknown units? Could those be arrogators? We'll put training on hold. Guide the T5 to this area for immediate rescue. Ray, Aya, load your weapons with live ammo and sortie. We are to rescue that carrier. I will grant permission to attack the unidentified units as the situation dictates. Roger. What about me, Instructor? You're still not used to real piloting, much less on unfamiliar terrain. You are to hold your position. But, drop it. Going into combat as you are now will just get you killed. Yeah. A moment's misjudgment will cost you your life, and you don't get a reset button out there in the real world. And trust me, one mistake is all that it takes. Very well, you say. You also have permission to sortie. Major, he needs to gain real experience sooner or later. He's trying to give him immersion learning, but that's too dangerous. Did you say, if you act contrary to your team out there, I will disband and discharge a lot of you. Wait, what? Call it collective responsibility. It's a slap on the wrist compared to the alternative. One mistake here could carry a cost that can never be repaid.
Can you shoulder that risk and follow orders? Yeah, sure. I mean, sir, yes, sir. You. I believe it when I see it. Very well, Aya, Rei, Ryusei. Work as a 3-man unit and carry out your mission. Yes, sir. Orders are orders. Roger. Excellent. You should equip an M950 machine gun before your sortie. That weapon will allow you to pose a threat even underwater. So, I open the Weapon Select Menu and choose... Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon noch hin. Okay, da wird doch das neue Training und das nächste Training eher zum ersten richtigen Einsatz. Zumindest für seine Truppe hier. Wir werden einfach mal ein Maschinengewehr ausrüsten. Das kostet uns ja nicht viel. Ich kann auch eigentlich ruhig das Messer zum Spaß ausrüsten. Die sind eigentlich nur wirklich unter Wasser besser als ihre Beam-Counterparts. Aber es kann nicht schaden. Wir haben ja genug. Also geben wir einfach mal jedem einen. Ray braucht ehrlich gesagt keins, weil er hat eh nur ballistische... Obwohl, er hat ballistische Waffen, aber nicht nur. Aber ich glaube, seine eingebauten ballistischen Waffen haben genau die gleiche Reichweite. Gut. Launching. The T5 is entering our vicinity. Lieutenant Erm, I can't shake the unknowns. Chased around the moment we land on the Earth. Just my luck, huh? T5, come in. This is Major Ingram Pliskin of the Far East Branch. I'm sending out PTs to subdue the unknown units. Use the chance to escape this airspace. Hey, thanks. Seems you're still cleaning up after my messes, Commander Ingram. It's you. Is that Lieutenant Irmgard? Wait, does he know the instructor? What are you doing here? Long story short, I had to leave Mao Industries on the moon. I can't shake them, Lieutenant Erm. They've caught up. Tenzan, pull back, it's too dangerous. What are you talking about? It's just getting good. We can't let the Federation know about your machine yet. Now follow your orders. Hey, cat's already out of the bag. Besides, I'm on a personal orders from Dr. Bayern himself to test this lion out. If you've got a problem, take it up with him or that Adler guy who scouted me. Why you? All your grumbling is making me hungry now. Hungry? Guess I'll go shoot that carrier out of the sky. Stop, Tenzin. We've already completed our mission. Cram it. I haven't had my fill. Don't be stupid. Did you want to get shut down yourself? Well, this line is supposed to be a top-secret craft, so I guess we wouldn't want that. Hey, that jet's got arms and legs. Is that a personal trooper? I didn't think there were any capable of unassisted flight yet. All units, keep the enemy units at bay until Erm's carriers left the area. Well, there you have it, Ray. Sorry about this, but I'm counting on you. Roger that, Lieutenant. Okay, der 1000-Mission muss durchkommen. Die Hauptsache darf nicht abgeschossen werden und Yusei auch nicht. Es wäre ein extra Punkt wert, wenn wir Tenzans Unit zerstören würden. Tenzan kennen wir. Erm können wir natürlich auch. Den haben wir ja schon mal kurzzeitig gesehen, ganz am Anfang der Story von Kyosuke, wo er noch bei dem auf derselben Base war. Zwischendurch war er dann wohl wieder bei Mao Industries auf dem Mond. Aber jetzt ist er wieder hier. Und Tenzan kennen wir natürlich auch. War unser Rivale im Birding PT-Match und hat ja gewonnen, das Turnier. Er wurde wohl von jemand anderes rekrutiert. Angucken kann ich mit den Laien leider noch nicht, wir haben ja nicht gegen ihn gekämpft. Aber erstmal müssen wir erstmal da hinkommen, ne? Das ist ja noch ziemlich weiter Weg, bis wir wieder abfangen können. Na gut. Ab ins Wasser, nicht scheu sein. Maximale Distanz voranschreiten, deswegen sollten wir Excel nutzen auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir Tenzin hier down kriegen werden. Das ist auf jeden Fall gut machbar. Ich kann mich erinnern, dass es machbar ist. Das heißt nicht, dass ich das jetzt schaffen werde. Das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ah, they're attacking us! Don't panic. Just calm down and take evasive action. Yes, sir. Damn. If we got shot down here, it's gonna jinx this cargo even worse. Hey, that flying robot attacked the carrier.
which means it's safe to assume that they're hostile. All units, you have permission to open fire. Roger. Understood. Open fire? So this really is live combat. What's wrong with you, saying? Getting cold feet? Are you calling me a chicken? You won't be playing a video game or simulation here. If you don't want to die and fall in behind me. I told you, I can handle this. What's up with that personal trooper? It's acting different from the rest. Tenzan, those Federation PTs are preparing to engage. We have to retreat. Alright, might as well get in some anti-PT combat testing. That will make for good battle data. What? Besides, I've never fought a personal trooper outside of a video game before. Tenzan, follow our orders. How many times do I gotta tell you to cram it? I do things my way. This game's over when I say it is. Your bosses knew that about me when they put me in this thing. Yeah. Get the picture? Now attack the carry on those leftover PTs. Ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Freund der Laienreihe, also der Art von Suit, die Tenzan hier gerade steuert. Ich mag das Design wohl. Und da er gerade gekämpft hat, können wir ihn auch gleich mal angucken. Also ihn nicht, er ist jetzt einen feuchten Scheißdreck, aber die Unit können wir uns angucken. A humanoid mobile weapon developed in secrecy by the AOTI organization. It utilizes a tester drive, a highly effective reaction propulsion device capable of separating gravitational mass and internal mass. Its miniature lower jet allows it to easily hover, while the lifting power of its small area main wings lets fly. However, its propulsion is handled by a separate device and it has a large conventional engine that serves its main engine installed in the next lower proportion, which also doubles as its landing legs. In addition to this, its lower portion has several altitude control thrusters installed, which enable drastic terrain following for surface combat. Ja, also einfach highly mobile, wenn man es ganz kurz sagen möchte. Gut. So, wir kommen jetzt gleich langsam in Reichweite, das ist gut. Ich sollte nicht zu viel für Excel ausgeben, ehrlich gesagt. Aber einmal sollte ich vielleicht noch machen. Dann könnte ich nämlich hier vielleicht sogar noch ein bisschen auf dem Land kämpfen. Das ist besser für ihn. Er kann seine Hauptwaffe auch ohne irgendwelche Malis nutzen. Und ihr rückt bitte maximal fort. Bei euch dauert es eh ein bisschen, bis ihr rankommt. So, erst weiter um Defenden, was auch gut ist. Ausweichen könnt ihr eh nicht realistisch. Das soll lieber gut ausweichen. Blocken meine ich, also den Schaden reduzieren, so gut es geht. So, hoffen wir mal, dass das letzte Mal, dass die Gegner rankommen. Da hätten wir jetzt eh nichts gegen machen können. Das ist schon okay. Aber auch diese kleinen feinen Jets können wir uns ein bisschen genauer angucken. Die haben wir noch gar nicht gesehen tatsächlich. Das ist ein neues Modell. Leider nicht die ersten, die ich nie lesen konnte, weil die immer sofort weg waren. Aber die kann ich jetzt mal lesen. So. F-32 Schwert. An aerial fighter developed by SRW Industries. It is a next-generation unit designed to function on any battlefield, and its aerial combat capacity ranges from low altitudes all the way to the very high altitudes. With ample weapon capacity, it has flexible wings made out of special materials, a fully embedded cockpit, and modular construction with an extremely long TBO, time between overhaul, distinguished noticeably from current models. Einfach nur State-of-the-Art Jet aktuell. So. Fokus auf jeden Fall. Und dann könnten wir eigentlich mal auf ihn schießen. Aus der Distanz können wir ihn garantiert treffen und er kann nichts tun, weil wir ihn sogar outrangen, das ist eine schöne Sache. I crafted a Snow Personal Trooper. Does it mean it's an entirely new line? Look at that! A fat with a spine! Who would have thought?
Und das lief ziemlich gut. Das war ein sehr guter Treffer. Das war auch sehr gut, dass wir ihn outrangen konnten. Er hat diese Möglichkeit, sich nach dem Schießen noch zu bewegen. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch nutzen, damit er auch in einer guten Angriffsreichweite bleibt. Für zukünftige Angriffe. Aber das ist übrigens einmal eine gute Position zum Schießen. Aber das ist nicht alles, weil das Problem ist, ich bin mir ziemlich sicher, Tenzin hat die Fähigkeit Potenzial. Ja, an so einen Blödsinn erinnert man sich noch, weil das ist schon relevant. Ja, hat er. Das heißt, er wird auf jeden Fall ein bisschen stärker mit der Zeit. Wenn er noch Low HP hat. Das dürfen wir nicht vergessen. So, greifen wir diesmal die Jets an, die halt direkt den Tausendfüßer verfolgen. Der wird sie hundertprozentig treffen, was ich hundertprozentig ätzend finde. Aber was soll ich machen? Das ist wie es ist. Trotz Fokus, ne? Habe ich Fokus gemacht? Ich hoffe ja. Wenn nicht, dann bin ich Trottel. Muss man ganz einfach sagen. Ich meine, ich hab's gemacht, aber... Na gut. Dank des Crits war es ein One-Shot. Da muss ich mir keine Sorgen um Gegenfeuer machen. Ich könnte jetzt versuchen, ihn fokussiert zu killen, aber ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, so verkrampft werde ich sowas nicht versuchen. Weil für mich ist auch definitiv relevant zu schauen, dass ich ein paar Abschüsse mache, weil wir brauchen das Geld und die Erfahrung. Die kriegen wir durch Abschüsse. Okay, kann ich dich irgendwie in eine Reichweite bringen, dass du ihn angreifen kannst? Kann ich, perfekt. Hier sieht man mal wieder, dass Jets unfassbar mobil sind, dass sie halt problemlos mithalten können. Ob man jetzt Fokus benutzt oder nicht, ist aber egal. Aber zum Glück sind sie meistens auch One-Shots, solange man sie trifft. So, wir stehen eigentlich ganz gut zusammen. Und dann wäre es mal die Runde. Schießt er ab uns. Wir können den Tealing Ripper zurückschießen. Wir nutzen eine Shaft Grenade. Das ist witzig. Das ist eigentlich nicht wirklich Damage. Das wird wahrscheinlich unsere Genauigkeit stören. Ich denke, dadurch könnten wir ihn verfehlen. Wenn wir ihn nicht verfehlen, dann nehme ich den Kill sogar hin. Also, dass wir ihn killen jetzt schon. Das wäre in Ordnung. Mal gucken. Incoming. Is this pilot that just spooked? Or just some scrub? Alright, time to unlock the shoot down a PT level. Wow. Das ist schwerer Schaden, ne? Und das für eine Chef-Grenade. Ja, wir können froh sein, dass er gerade in der Position steht, wo er uns mit nichts anderes treffen kann. Er aber trotzdem seine Range ausnutzen wollte. Wir haben ihn auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der ist gefährlich hier. Kann man jetzt nicht so vor, aber da wir ihn jetzt einmal outranged haben, einmal dazu gezwungen haben, eine nicht starke Waffe zu nutzen, konnten wir ihn ganz gut killen. Weil er macht halt einen Schweine-Damage. Er kann nicht locker one-hitten. Did I get him? Whoops, game over. Must have played around too much. Oh well, it's just a test type, and I'm hungry anyway. Smell you later. Schön, ist auch ein Level-Up-Wert. Ich meine, zumindest hat jeder einen Abschluss gemacht. Ich glaube, das Team Mission was zu Ende ist. Ich denke nicht, dass wir eine Chance haben, die anderen Jäger auch aufzuschießen, aber das ist okay. Ja, die hauen ihn mir ab. Gut. Phew, that was a close one. Well then, Commander. Ray, I'll see you at ISO base. So, the enemy pilot bailed out. But if I were the one in that position, would I have survived? Die Cobram Armor, das ist das E-Team, was er gerade verloren, diese Kiste. Da manchmal verlieren Leute Kisten. Ich glaube, wenn die Mission vorbeigeht in der Runde, wo man den abschießt, dann kriegt man die Kisten halt trotzdem. Vielleicht man auch immer, das weiß ich gerade nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Equipment. Dafür ist es ihn wert abzuschießen, definitiv. Keine Frage. Das ist ein sehr mächtiges Equipment. You did great today, Ryu. But I still... Hey, at least you didn't go off on your own or disobey orders. Like you should have been doing this whole time. Still, at least we're not getting disbanded. I figured you were all talk and that you'd either run or freeze up. But I respect that you followed orders, fought, and survived. As for everything else... I see, you're as harsh as a critic as ever, Ray. Lieutenant Erm. It's been a while. Are you used to the left hand yet? Yeah. Used to? What's he talking about? And you must be the rookie.
I've been hearing about? You say data, right? Yeah. Aya Kobayashi, I've heard plenty about you as well, Lieutenant. Plenty? What have you heard? That you were a member of the PTX team under Major Ingram Pliskin's command. Also that you were the son of one of the top figures at the Tesla-like Institute, Jonathan Kathahara. Oh yeah, that stuff. Here, this is my decam number. You can call me whenever you like. Sure. I see you up to your usual antics, Lieutenant. Hey, that's just my way of being a gentleman. Anyway, I'll be heading to Major Ingram's office now. Is it about those boogies from before? Well, not just them. This might be a bit of a headache. I heard that the Raubtier was scrapped due to the testing accident. No, I had it quietly taken to the moon, where Mao Industries was tasked with its repair. And once the repairs were finished, I took the Raubtier and returned to Earth. I see. Something tells me the Raubtier wasn't the only reason behind your return. Let me guess, you cheated on Ling and she caught wind of it. He's always right on the money. Back on topic, Commander. The Wildraubtier is still a defective machine. Repaired or no, I cannot in good conscience recommend its redeployment. There's no telling when it could cause an accident like the Rukabine did. After all the hell you put Kiosk through, you want to talk. Well, conduct a thorough reinspection of the Wildraubtier and correct many flaws we find. Would that be acceptable, Lieutenant Colonel Hans? Suit yourself. Now, about that unknown craft that attacked the T5. I think that mech may be an entirely different lineage than our personal troopers. Come now. Couldn't it be that mystery humanoid mech that TFF Recon planes previously made contact with? We've compared it to the data we had on file, but its frame is different. It's not the AGX-05. I see. Major Ingram, your thoughts on the matter? I believe that humanoid mobile weapon is based off a jet in the F-32 line. Jets are one thing, but there are only a few places capable of manufacturing humanoid mobile weapons. Indeed. There's Mao Industries, the originator of the personal trooper. And there's the Tesla Reich Institute, the developer of the Grungust, the hyperfighter. Then perhaps the Tesla lab developed that boogie? Their engineers are certainly capable of such ludicrous feats of mechanical design. I can't fault him for that wording, ludicrous. This is a pretty good way to describe the Grungust Type 0. Lieutenant Irmgard, your father's a Tesla lab employee, correct? Well, yeah. Have you heard anything from him about this? No, in fact, if the Tesla lab was developing that limp jet, my father would be the first one to brag to me about it. Then that only leaves the genius scientist who founded the Tesla lab, and the first man to research EOT, Dr. Bayan Zoldak, and the EOTI organization that he runs. Bayan Zoldak and the EOT organization. Ja, dann haben wir einige Sachen mitbekommen, die wir schon kennen, weil wir das ja Gott sei Dank so ein bisschen parallel spielen, die beiden Geschichten, ne? Was mit dem Wildraubtier passiert ist und was überhaupt der Grungust Typ Zero ist. Das alles wissen wir dank der Tatsache, dass wir die andere Story mitspielen. Wir haben auf jeden Fall ein sehr tolles Part bekommen, wie eben schon erwähnt. Einen sehr tollen Part. Ich glaube, den gebe ich jetzt mal Aya. Der Ding erhöht nämlich die Rüstkraft und die HP. Ist jetzt nicht der Wahnsinn von der Menge, aber es hilft am Anfang schon ein bisschen. Das macht sie ein bisschen tankiger. Momentan ist sie diejenige am ehesten mal getroffen wird, glaube ich. Und Ryusei kann zur Not immer noch Persist machen, um den Schaden auf 10 zu reduzieren in einer Runde. Wir könnten noch upgraden und ich werde immer noch, glaube ich, nicht viel machen. Ich überlege mittlerweile, ob ich nicht vielleicht die Mobilität erhöhen soll, dass wir so ein bisschen öfter sicherer ausweichen können. Ich glaube, ich gebe Aya jetzt noch einen Mobilitätspunkt. Mache ihren Gespenst ein bisschen besser, um das ein bisschen auszugleichen, was Ryusei eh kann. Und Schutzwald ist ja eh schon recht gut abgegradet gewesen, ne? Ja. Der kam ja auch gerade sehr gut klar. Da würde ich erstmal kein Geld mehr reinschieben. Wir werden auch immer sparsam bleiben, wie bisher auch. Und dann würde ich sagen, diese Folge ist durch. Diese Episode ist durch. Danke fürs Zusehen. Sonntag geht's dann weiter mit Kioske. Bis dann. Bye bye.